glaube, dass sich Learning und Development gerade durch KI in eine Richtung bewegt, die uns später noch richtig Probleme machen könnte. Lass mich das kurz erklären. Ich durfte letzte Woche die L&D Next Live in London besuchen. Das ist ein Event organisiert von 360 Learning, bei dem Learning and Development Professionals aus ganz UK zusammenkommen, um über die Themen zu sprechen, die sie gerade beschäftigen. Und die Menschen dort waren sich definitiv einig, dass KI etwas ist, was gar nicht mehr wegzudenken ist. AI is here now, like it's not the future anymore, it's here and it's happening. Darüber wollte ich auch unbedingt mit David James sprechen. Den habt ihr vielleicht schon mal gesehen oder gehört, denn er ist der Host von dem weltweit am meisten gehörten L&D-Podcast. AI gives us the opportunity to do the wrong thing faster, cheaper and more abundantly. Und das hat David James, wie ich finde, in seiner Keynote sehr gut auf den Punkt gebracht. Denn dort hat er davor gewarnt, dass Learning- und Development-Abteilungen jetzt zum Discounter von Learning-Content werden, wenn sie mit Hilfe von generativer KI jetzt einfach Fast-Fashion-Learning-Content am laufenden Band produzieren. Und jetzt wird es interessant, weil ein Unternehmen, das es sehr gut verstanden hat und auch gezeigt hat, wie es dabei vorgeht, ist Heineken. Collaborative learning was an important one, breaking down the silos between the operating companies and as well a more streamlined learning experience. Und sie haben sehr gut verstanden, dass sie nicht einfach von der Zentrale aus Lerncontent über alle Einheiten drüber gießen können, sondern dass das eigentliche wichtige Wissen ganz weit verstreut im Unternehmen in den einzelnen lokalen Einheiten sitzt. Und deswegen verstehen sie ihre Rolle auch anders, weil sie die lokalen Einheiten eher darin unterstützen, selbst ihr Wissen zu teilen. Just bringing everyone closer, making everyone part of the whole learning ecosystem regardless of your role in the business. For me, that's one of the greatest benefits that 360 has enabled us. Und das ist natürlich nicht nur in UK wichtig, sondern hat auch bei uns hier in Deutschland gerade einen ganz aktuellen Bezug. Man muss sich ja auch überlegen, wir haben jetzt auch so eine Welle, wo ganz viele in Rente gehen, die ganzen Babyboomer, und die nehmen das ganze Wissen, was sie haben, auch wenn sie schon lange in Unternehmen sind, das nehmen die dann mit und dann sind die weg. Und wenn es noch eine Sache gibt, die wir mit dem ganzen KI-Thema aktuell nicht vergessen dürfen, dann ist es genau das, was James von Merlin Entertainments gezeigt hat. Zu Merlin Entertainments gehören Marken und Attraktionen wie Heide Park, Madame Tussauds, Legoland und auch das London Eye. Und sie haben sich so ziemlich die härteste Nuss im Corporate Learning vorgenommen, nämlich das Thema Compliance. Und sie haben sich dabei einer der wichtigsten Mechaniken im Learning bedient, nämlich dem Storytelling. We are really great at storytelling and we shouldn't forget that. Herausgekommen dabei ist eine Doku im Stil von Netflix mit dem Titel Lawless to Lawful. Mitarbeitende konnten freiwillig entscheiden, ob sie sich diesen Inhalt anschauen oder nicht. Und als Folge dieser Doku gab es einen Anstieg in der Meldung von Compliance-Fällen von 126%. Und das bringt mich auch zu dem Punkt, der für mich zwischen den Zeilen bei diesem Event ganz deutlich spürbar war. Denn ich habe David James dann auch noch gefragt, in was für eine Jahreszeit Learning und Development gerade wäre, wenn es seinen eigenen Jahresrhythmus hätte. Wow, I would say that we're in winter, but it's turning to spring. We've remained in a safe space, almost like we're hibernating. AI is probably the wake-up call. Denn jetzt ist es an der Zeit zu zeigen, welchen Wert Learning und Development im Unternehmen hat. I think a key thing is we need to walk the floor. We need to be out there and understanding what goes on in the organization. Das heißt jetzt ganz konkret für Learning und Development rauszugehen. Zu zeigen, dass sie verstehen, wie das Geschäft im Unternehmen funktioniert. Und dann echte Lösungen anzubieten, wie das Wissen, das irgendwo lokal existiert, skalierbar im ganzen Unternehmen verteilt werden kann. Und eben nicht nur mit Hilfe von KI einfach ohne Sinn und Verstand Content rausballern.